Hi liebe Moonies und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich als großer Sailor Mew-Fan finde es ja schade, dass die japanischen Musicals nie nach Deutschland gekommen sind. Aber zum Glück gibt es ja die Fangemeinde. Und die hat über die Jahre tatsächlich schon viele deutsche Sailor Moon Musicals auf die Beine gestellt. Also sprechen wir heute über Sailor Mew Made in Germany und wer diese Showgruppen eigentlich sind. Viel Spaß! Alles fing an mit den Tsukino Senshi, Europas älteste Showgruppe im Anime-Bereich und der Wegbereiter für viele Gruppen nach ihnen. Gegründet wurde sie 1998 von Julie Biedermann. Sie hat auch mit dem damaligen Sailor Moon Comic Magazin zusammengearbeitet und unter anderem die Songtexte übersetzt. Der erste Auftritt der Tsukino Senshi war auf der Neo Moon, einer Sailor Moon Convention und auch Deutschlands erste Anime-Convention überhaupt. Die Geschichten zu ihren Auftritten haben sie sich selber ausgedacht. Sie hatten damals nämlich keinen Zugang zu den japanischen Musicals, als dass man sich daran orientieren könnte. Sie verwendeten aber einzelne Sailor Mew Songs, die sie von CDs kannten. Sie haben die Lieder mit eigenen deutschen Texten gesungen. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei allen der Fall war, also ob sie alle auf Deutsch gesungen haben, aber einige waren es auf jeden Fall. Clips und Bilder davon habe ich leider kaum gefunden, weshalb ich euch nicht wirklich sagen kann, wie ihre Auftritte waren. Sie waren sogar mehrere Male im Fernsehen. Tsukino Senshi gibt es auch heute noch, aber Sailor Moon Sachen machen sie schon lange nicht mehr. Dafür Shows zu anderen Anime und so weiter. Und die hatten halt echt einen sehr wichtigen Einfluss auf die deutsche Anime-Showgruppenszene. Als nächste Musicalgruppe folgte dann die vermutlich bekannteste, Yume. Ihr erster Auftritt war 2002 auf der Konichi. 2007 ist die Gruppe sogar ein Verein geworden. Mit über 10 Jahren und 12 Stücken haben Yume mit Abstand am längsten und auch die meisten Sailor Moon Musicals aufgeführt. Ihre Stücke basieren meistens auf den japanischen Sailor Mews und die Songs werden in der Regel auf Japanisch gesungen. Man brachte aber auch gerne Änderungen rein oder hat sich sogar was ganz Neues ausgedacht, zu dem es kein japanisches Vorlagemusical gab. Es gab zum Beispiel ein Stück, das auf der Story von PGSM basiert, eins zum Thema Halloween oder eins zum Silver Millennium. Die Gruppe hatte sich 2012 aufgelöst, aber 2015 und 2016 gab es noch ein weiteres Musical in Zusammenarbeit mit Sailor Moon German zu Ehren von 20 Jahren Sailor Moon in Deutschland. Es heißt Chaos no Tanpure und ist quasi eine Fortsetzung der Sailor Moon Story. Ich feiere es total und natürlich auch die anderen Stücke von Yume sind großartig. Man kann sich einige davon auf ihrem YouTube-Kanal Yume Musical anschauen, also ich kann es echt nur empfehlen, schaut rein. Sprechen wir als nächstes über Tamashii. Ihr Debüt war 2011 auf der MMC mit einem Sailor Moon Musical. Es heißt Senshi no Tamashii und erzählt eine ganz neue Story mit neuen Bösewichten. Den Auftritt gibt es auf YouTube. Sie singen nicht live, sondern es werden stattdessen die Originalsongs eingeblendet, was natürlich auch okay ist. Ich fand die Story interessant und mir hat es gefallen. Ich weiß nicht, ob es die Gruppe noch gibt, denn bis auf einem Ranma-Musical habe ich nichts mehr von ihnen gefunden. Jetzt kommen wir zu einer kontroversen Showgruppe, La Soldier. Die haben nämlich gesagt, sie hätten sich die Rechte zum ersten der japanischen Musicals gekauft und sie seien damit offiziell. Die Leiterin sagte, sie sei an die Rechte durch eine Bekannte in Japan gekommen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe da ein bisschen meine Zweifel daran, dass die offiziellen Rechte einfach so an eine Laientruppe vergeben werden und man hat da seitens Japans auch nichts online dazu gefunden. Außerdem muss doch Naoko Takeuchi eigentlich jede Kleinigkeit absegnen, die mit Sailor Moon passiert. Aber gut, ich weiß es natürlich nicht und ich bin auch keineswegs eine Expertin, was Rechte angeht. Jedenfalls war das einer der Punkte, weshalb die Gruppe kontrovers war. 2012 führten sie in einem kleinen Theater ihr Musical Dunkle Mächte auf, was eine sehr nahe Umsetzung von Gaiden da Kingdom Fukatsuhen war. Es war wohl eine Vorgabe vom Lizenzgeber, dass man nur in einem Theater auftreten darf und auch, dass die Songs alle eingedeutscht werden mussten. Es gab aber auch noch weitere Kritikpunkte, die zu der Kontroverse beigetragen haben. Es kam halt ein bisschen so rüber, dass sich La Soldier als etwas Besseres sieht als andere Showgruppen, weil sie immer wieder betont haben, dass sie ja offiziell sind. Man fand zum Beispiel auch den Eintrittspreis von 30 € zu hoch. Und für den Preis waren sie halt auch anscheinend gar nicht mal so gut. Die Technik funktionierte nicht immer einwandfrei und einige bemängelte auch die Performance des Casts an sich oder halt bestimmter Mitglieder. Ein paar Wochen vor der Aufführung sind auch einige Castmember gegangen, weshalb man kurzfristig neu besetzen musste. Aus Mitgliedermangel wurden Luna und Artemis auch auf eine Leinwand projiziert.
Also mich würde ja sehr interessieren, was da los war. Aber hey, ich war nicht dabei und kann das natürlich nicht aus erster Hand beurteilen. Ich kann euch halt nur sagen, was so die Meinungen und Punkte waren, weshalb diese Gruppe kontrovers war. Natürlich gab es auch Leute, die sie gut fanden. An Videos findet man auch nur einen Auftritt von einer Convention. Außerdem hat Salem und German einen ausführlichen Bericht zu dem Stück geschrieben und auf YouTube ein Interview mit der Leiterin geführt. Versteht mich nicht falsch, es ist natürlich immer schön, wenn Fans sich zusammentun und sowas auf die Beine stellen. Wir sollten froh sein, dass es sowas überhaupt gibt. Aber vielleicht wäre es in dem Fall besser gewesen, erstmal mehr zu üben und sich auf Cons einen Namen zu machen, bevor man sich gleich von Anfang an auf so ein Riesenprojekt und irgendwelche offiziellen Rechte stürzt. La Soldier hatten nach ihrem Debüt auch keine weiteren Auftritte mehr und lösten sich auf, weil sie ein weiteres Musical nicht mehr finanzieren konnten. Kommen wir nun zu den Midnight Senshi. Die haben 2015 als reine Sailor Moon Tanzgruppe angefangen, gehen mittlerweile aber auch schon in Richtung Musical. In ihrer Show Naibu no Senshi von 2019 gibt es eine kleine Story und ein bisschen Gesang und Schauspiel. Den Hauptteil bietet weiterhin das Tanzen. Aber wenn ich es richtig verstehe, will man in Zukunft noch mehr in Richtung Musical gehen. Sie waren außerdem bei einem Musical von Salem und German dabei, über das wir gleich noch mehr reden. So oder so, man kann da auf jeden Fall mal reinschauen. Ihre Auftritte gibt's auf ihrem YouTube-Kanal. Als letztes sprechen wir über Salem und German. Das ist natürlich keine Musical-Gruppe, die machen ja alles Mögliche. Auf ihren Social-Media-Kanälen informieren sie über die neuesten Sailor Moon News. Fansubs, Fandubs, eine Radiosendung, eine CD, ein Magazin, all das und mehr haben sie schon gemacht. Bekannt sind sie auch durch Sailor Moon bezogene Veranstaltungen, die sie auf Conventions organisieren, wie Interviews mit den Synchronsprechern, Konzerte oder andere Shows. Und dazu gehört auch das Musical Die Stille kommt näher. Es wurde 2017 aufgeführt und behandelt die 3. Staffel. Man hat sowohl Lieder aus beiden Anime als auch den Musicals verwendet, welche eingedeutscht wurden. Alle 3 Versionen des Musicals könnt ihr auf dem Sailor Moon German YouTube-Kanal finden und auch ihre anderen tollen Shows, die ich auch nur empfehlen kann. Alle Links findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. So, das war's dann mit diesem kurzen Überblick. Ich hoffe, dass es auch in Zukunft noch viele weitere Fanprojekte dieser Art geben wird und wünsche allen Showgruppen viel Erfolg. Habt ihr schon mal eins dieser deutschen Fanmusicals gesehen? Was haltet ihr von diesen Musicalgruppen? Schreibt's mir gern in die Kommentare. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, ciao und bis zum nächsten Mal, eure Sailor Cat.